Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein. Ich bin heute in Taufkirchen an der Vils und bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Taufkirchen. Die feiern 35-jähriges Jubiläum und ich begrüße jetzt den Thomas Bauer, der ist hier in diesem Verein mit dabei und ihr habt hier was Schönes, Tolles aufgebaut. Hallo Peter, herzlich willkommen bei unserer Ausstellung. Wir haben heute eine kleine Jubiläumsausstellung und da möchte ich dir ein paar Sachen zeigen, die wir hergestellt haben. Wir sehen hier schon aufgebaut einen riesig großen Bahnhof. Ich habe auch schon vorher erfahren, er ist in Anlehnung an den Münchner Bahnhof, an den Münchner Hauptbahnhof, aber den habe ich eigentlich ganz anders in Erinnerung. Genau, jede Vereinsanlage braucht ein Bahnhofsgebäude und wir haben in einem Buch von Dr. Ulrich Krings ein Bahnhofsgebäude gefunden, das den Hauptbahnhof München darstellt, der wo er dann nie so gebaut wurde, eine Version. Und diese Version hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir machen eine Anlehnung daraus und bauen somit unser Bahnhofsgebäude für unsere Vereinsanlage. Der ist jetzt von der Größe her ein bisschen gestaucht. Der ist von der Größe gestaucht und ist für unseren Hauptbahnhof von der Anlage angepasst. Der ist 1,25 Meter breit, 65 cm lang und die Halle hat 90 cm auf ungefähr 80 cm überspannt an 8 bis 9 Gleise, je nachdem, wenn wir noch drin basteln. Und das ist optisch dann so angelehnt, wie es in München mal hätte gebaut werden sollen, aber dann nie so richtig gebaut wurde. Genau, der Herr Jakob Graf, das ist der Nachfolger von Herrn Bürklein, hat diesen Plan eingereicht und hat den an den damaligen Renaissance-Stil, dieses Gebäude, entwickelt. Man sieht noch kleine Teile in München, die Post zum Beispiel auf der Südseite vom München Hauptbahnhof ist noch in diesem Stil gebaut. Er wurde aber dann leider nicht so gemacht, sondern vom Herrn Bürklein an Anflickereien an diesem Hauptbahnhof gebaut. Sind dann da auch diese Figuren, wären die auch drauf gewesen in München auf dem Bahnhof? Es sind auf dem Münchner Hauptbahnhof aus dem Foto her Figuren drauf. Das sind natürlich nicht die Figuren, wie wir haben. Wir haben uns da angelehnt und haben da Römer und Gallier drauf und haben da die entsprechende Geschichte zu unserer Vereinsanlage erfunden. Römer und Gallier auf einem Bahnhof in Bayern? Genau, auf dem Bahnhof in Bayern. Aber wenn man das Foto von dem Plan vergrößert, dann sieht man auch Figuren drauf. Aber man kann nicht, wahrscheinlich waren sie damals Götter oder irgendwelche. Und wir haben halt das, was mir halt uns gefällt, halt hierher genommen. Und dieser Bahnhof ist Maßstab 1:87, dann die Teile, die vorbildgerecht sind, diese Zentralgebäude, wie man es hier jetzt sieht. Und die Zwischenbauten sind dann einfach nur in der Länge etwas gekürzt. Genau, die Höhe und Breite ist gleich, also die Zimmerhöhe ist diese 4 Meter oder 5 Meter Zimmer. Und nur in der Anzahl der Fenster und Länge haben wir es halt unserer Anlage anpassen müssen. Der Bahnhof besteht teilweise innen aus einem Plexiglaskörper, wurde mit Architekturkarton verkleidet und Fenster und alle Anbauteile sind aus dem 3D-Druck, beziehungsweise diese Gipssachen sind von einer Schokoladenmanufaktur Silikonformen ausgegipst. Und wie lange baut man da hin? Ich darf es gar nicht sagen, aber das waren 6 Wochen ungefähr. Dann doch schneller, als ich jetzt gefürchtet hätte. Besteht aus fast 2000 Teilen vom 3D-Druck. Und jetzt hier in München sind es dann aber, glaube ich, 3 Gewölbe, oder wie viel sind es da in München? Sind es 3 Gewölbe. Die Bahnhofshalle München schaut ein bisschen anders aus. Die hat noch Vorbauten dran, aber auch in dieser Sandsteinstruktur. Er wurde ja im Krieg komplett zerstört und haben wir jetzt die einzige Erinnerung noch daran, dass man wenigstens vom alten Foto noch ein bisschen was. Und das ist jetzt hier auch mit einer Lokparade entsprechend der Epoche 1 in Szene gestellt. Genau, wir haben halt unterschiedliche Luxuszüge. Wir haben den alten Orient Express, wir haben den Kaiserhofzug, wir haben dann den schwedischen Museumszug mit den Holzwegen und der F2000. Dann da ist der Orient Express drauf, dann der Train Blue, was haben wir noch, ein Rheingold und einfach gemischt, was halt einigermaßen zu der Baustil des Gebäudes passt. Ganz vorne eine ganz neue Märklin-Maschine, die französische, eine Palette halt von.
Und das wird dann irgendwann demnächst in eurem Vereinsheim Genau. aufgebaut? Nach der Ausstellung, wenn wir mal abbauen, kommt diese Sachen in die Vereinsanlage. Die Gebäude müssen wir dann Inneneinrichtungen neu machen, sie werden auch beleuchtet. Und ich denke mal, Ende des Jahres wird der Bahnhof dann in der Vereinsanlage integriert sein. Und hier ist noch ein zweites Modul aufgebaut auf der Ausstellung, ebenfalls in H0. Das ist H0M. Das ist der Bahnhof Filisur, bevor der große Umbau auf der Altbuller-Bahn war. Und da haben wir halt einfach diese kleinen alten Gebäude, was es da gegeben hat, in Holz, Eigenbau nachgebaut. Und ist also ein kleines Diorama zum Ausstellen, so ans Frühjahr gedacht, mit ein bisschen Schneereste. Einfach mal ganz was anderes. Das heißt, ihr fahrt im Verein H0 und H0M. Das Modul ist ein reines Ausstellungsobjekt, das wo wir für eine Ausstellung hergenommen haben. Im Verein wird nur H0 gefahren. Und im Verein ist, glaube ich, einmal im Jahr immer ein großes Treffen. Nächstes Jahr, glaube ich, soll ein ganz großes sein, ist mir schon angekündigt worden, wo man dann auch mal mehr sehen kann, diese verschiedenen Anlagen, Teile, die ihr habt. Ihr fahrt mit unterschiedlichen Systemen, Gleissystemen. Genau, wir haben eine große Vereinsanlage. Wir fahren mit Werklein-Wechselstrom digital und mit Gleichstrom DCC. Und somit kann jedes Vereinsmitglied seine eigenen Fahrzeuge in verschiedenen Systemen, hauptsächlich ist es digital, auf der Vereinsanlage fahren lassen. Mitte Februar werden wir einen Tag der offenen Tür machen und da wird das Ganze dann präsentiert. Gut, und da hinten ist noch eine deiner ganz großen Leidenschaften, groß im wahrsten Sinne des Wortes, die Spur 1 mit Echtdampf. Genau. Die schaue ich mir dann aber später an in einem separaten Video, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir dann im zweiten Teil. Okay, ich bedanke mich hier so. für die Vorstellung dieses tollen Münchner Bahnhofs und dieses Schweizer kleinen Dioramas. Vielen Dank. Dann noch viel Spaß.